Bist du auf der Suche nach leckeren, einfachen Gerichten für 2 Personen aus der Heißluftfritteuse, die dir den Alltag erleichtern? Lass dich inspirieren, lecker durch den Tag. Beginnen wir mit einem leckeren Frühstück und dann zeige ich dir den absoluten Höhepunkt, wo du begeistert sein wirst. Hier habe ich jetzt 2 Brötchen und 2 Eier, die wir jetzt ganz easy in der Heißluftfritteuse zubereiten. Die Brötchen sind Tiefkühlbrötchen, die aus dem Gefrierschrank kamen, und die 2 Eier, die lege ich jetzt gerade in den Korb so dazu. Und so kommt das jetzt rüber in meine Heißluftfritteuse. In diesem Fall nehme ich jetzt wieder mal die Cosori. Ja, bei der Cosori schalte ich entsprechend hier in mein Programm einen Airfryer und von der Temperatur auf 180 Grad. Und die Zeit stelle ich ein auf 8 Minuten und dann Start. Hier habe ich jetzt mal so kleine Herzbrötchen, die hatte ich selber mal gebacken. Das Video, das verlinke ich dir. Vielleicht ist das jetzt zum Muttertag auch eine Idee für dich. So, hier habe ich jetzt die 2 Eier schon aus der Heißluftfritteuse geholt. Und jetzt ein kleiner Tipp. Ein klein bisschen anschlagen und dann gleich ins kalte Wasser. Und dann gleich ins kalte Wasser. Und dann sollen die sich bedeutend besser schälen lassen. Ich glaube, ich habe sie fast zu arg angeschlagen, weil ich will es ja dann nachher köpfen, dass wir es uns von oben anschauen können. So, die Eier jetzt aus dem Wasser rausholen und jetzt entsprechend jetzt hier pellen. Und du siehst, das lässt sich eigentlich jetzt wunderbar jetzt hier pellen. Gut, es kommt auf die Frische der Eier drauf an. Ganz, ganz frische Eier lassen sich wirklich schlechter pellen, aber ansonsten geht das hier auch ganz gut, aus der Heißluftfritteuse die so zu pellen. Ja, jetzt habe ich als erstes hier das Ei, wo ich jetzt hier mal aufschneide, dass du es auch mal so sehen kannst, wie das entsprechend von innen jetzt aussieht. Und du siehst, dass es richtig wunderbar geworden ist. Es ist innen drinnen noch schön flüssig, das Eigelb. Und das Eiweiß ist aber auch fest genug und nicht zu wabbelig. Ja, ein bisschen Schnittlauch hatte ich mir noch klein geschnitten, der kommt jetzt da oben drüber. So, das zweite Ei habe ich jetzt in einem Eierbecher und das wollte ich ja köppen. Und da schauen wir uns ja auch mal an jetzt hier. Also siehst du doch jetzt vom Eiweiß, das passt alles, ist genau richtig. So, und dann gucken wir uns das mal näher an. Und mit dem Löffel reingehen. Und dann siehst du, richtig klasse. So, wie man das haben möchte. Schön flüssig noch, aber das Eiweiß auch nicht mehr zu wabbelig. Ja, so habe ich jetzt die 2 Eier fertig. Da auch noch ein bisschen Schnittlauch oben drüber. Und dann schauen wir uns als nächstes mal die Brötchen näher an, wie die geworden sind. So, dann werde ich jetzt mal die Brötchen aufschneiden. Und du siehst vom Anschnitt her, also siehst, das sieht jetzt hier auch schon wunderbar aus. Dann gleich bin ich mal etwas leise, damit du hören kannst, wie die knuspern. Also richtig lecker. Du siehst doch jetzt hier von der Struktur, das ist also richtig ein tolles Brötchen geworden. Das heißt eins, ich habe ja 2 Stück gemacht. Wir sind ja zu zweit und wollen zu zweit frühstücken. Also so einfach kannst du in der Heißluftfritteuse jetzt Brötchen mit Eier für 2 Personen zubereiten. Ja, und ich habe jetzt hier entsprechend nachher die Brötchen noch belegt. Ich hatte etwas Streichkäse, ein paar Tomaten noch dazu. Aber das kannst du jetzt ganz nach deinen Wünschen machen. Grundprinzip steht, du hast 2 Eier fertig und hast 2 Brötchen frisch gebacken. Und das jeden Tag ganz einfach. Jetzt gehen wir gleich mal zum nächsten jetzt. So, und jetzt kommen wir zu meinem kleinen Highlight. Das ist in meiner Facebook-Gruppe. Da habe ich inzwischen über 31.000 Mitglieder. Und da ist das durch die Decke gegangen wie verrückt. Also die waren ganz verrückt nach dem Rezept und nach dem Video, das so entsprechend nachzukochen. Und es ist wirklich ein Genuss. Das musst du unbedingt mal probieren. Also ich habe jetzt hier ganz normal Hackfleisch, was ich jetzt entsprechend jetzt hier zubereite, anrichte, würze. Und ja, das Rezept selber heißt dann oder hieß dann falsche Roulade. Weil du siehst das jetzt dann auch gleich, das habe ich aufgewickelt, ja, wie eine Roulade. Und dann kam das ab an die Heißluftfritteuse. Aber das ganze Video nochmal, das verlinke ich dir ja auch unten drunter. Ja, ich kann nur sagen, warum war ich da nicht vorher auf die Idee mal gekommen, das so auf der Richtung auszuprobieren. Aber wenn du mich schon länger kennst, weißt du, ich probiere immer wieder neue Sachen aus und tüfte, was kann ich mal wie probieren. Und so entstehen dann auch meine Rezepte und meine Videos. Ja, hier siehst du jetzt noch, wie ich das aufgewickelt hatte und wie das dann nachher in die Heißluftfritteuse entsprechend reinkam.
Die Videoqualität war da nicht ganz so gut. Ja, und hier kannst du sie nochmal fertig sehen. Also die musst du unbedingt probieren. Die sind sowas von saftig und lecker. Ja, wie gesagt, das war der absolute Renner in meiner Facebook-Gruppe. Ja, wenn dir meine Videos, meine Tipps gefallen, gerne einen Kommentar, ein Abo und ein Like. Da würde ich mich darüber sehr freuen. Ja, kennst du schon mein neues Kochbuch, Blitzschnelle Heißluftfritteuse? Das richtet sich genau an 2 Personen. Also da sind ganz schnelle Rezepte für 2 Personen drin. Und hier blättere ich mal kurz durch. Da kannst du sehen, also jedes Rezept ist mit einem Farbfoto versehen. Ja, und hier habe ich jetzt auch für dich ein ganz leckeres Rezept. Eine Idee für 2 Personen, was richtig, richtig lecker geschmeckt hat. Also das sind Hackbällchen, die mit Käse überbacken sind, Tomatensoße, Gnocchi, alles noch dazu. Und auch das habe ich im Video genau wieder für dich festgehalten. Jetzt schauen wir mal ganz kurz rein. Ja, und hier auch jetzt wieder ein kurzer Einblick. Also ich hatte jetzt wieder Hackfleisch da, Zwiebeln, Gewürze und das entsprechend alles zubereitet. Ja, das Ganze einzeln, Schritt für Schritt, habe ich wieder im ausführlichen Video für dich zusammengestellt. Hier nur der ganz schnelle Durchmarsch mal für dich. So, nachdem die dann fertig waren, habe ich kleine Hackbällchen draus gemacht. Die kamen dann in die Heißluftfritteuse, 10 Minuten, die Tomatensauce zubereitet. Und nachdem die dann fertig waren, aus der Heißluftfritteuse raus, in diese Tomatensauce mit den Knöpflis, kommen die wieder rein. Ja, und dann hatte ich mir überlegt, Mozzarella, den könnte ich dann noch oben drüber packen und könnte das mit Mozzarella noch so überbacken. Und so kam es dann wieder in die Heißluftfritteuse rein. Ja, und schau, das war dann das fertige Ergebnis. Also auch das ist ein wunderbares, leckeres Gericht für 2 Personen, was du ganz schnell zubereitet hast. Ja, und als nächstes hatte ich mir so überlegt, was ich weitermache, ob ich mit einem Kuchen weitermache oder mit diesen Weißertörtchen. Das war jetzt Resteverwertung oder was ich mir vielleicht noch überlegen könnte. Oder auch hier diesen leckeren Apfelkuchen mit dieser Beiserhaube oben drüber. Der war auch ganz klasse, ganz lecker geworden. Das Video verlinke ich auch mal noch unten. Jetzt hatte ich mir überlegt, ach, ich zeig dir mal einen Snack, der ganz schnell zwischendrin mal gemacht ist. Dazu brauchst du jetzt einfach nur Bananen, etwas von diesem Schinken. So, jetzt habe ich hier etwas Tabasco, was eine Schale hinten reinkommt. Unten drunter ist schon etwas Zitrone drin. Das sind jetzt meine 2 Bananen. Und die Zitrone habe ich deswegen, damit die Bananen nicht dunkel werden. Und damit streiche ich die Bananen jetzt rundherum gut ein. Dann habe ich mir überlegt, ich mache das richtig schön scharf. Süße und Schärfe passt super zusammen. Habe da gerade noch etwas Chili oben drüber. Das natürlich von beiden Seiten. So, dann habe ich mir die Bananen in so kleine Stücke aufgeteilt. Habe mal geschaut, dass die einigermaßen gleichmäßig groß wären. Und das mit der 2. Banane natürlich auch. Als nächstes habe ich jetzt hier Frühstücksspeck, wo die ganz umwickelt werden. Nachdem alle umwickelt waren, habe ich einen Spieß genommen und habe die Bananen jetzt gerade so aufgespießt. Also Bananen mit Schinken, so Spießchen gemacht. Da habe ich jetzt hier das Gitter und auf das kommen jetzt meine Bananenspieße. Ja, und so war das jetzt in die Heißluftfritteuse gekommen, 180 Grad. Und ich hatte das von der Zeit nicht allzu lang drin gelassen. Ich hatte auch noch eine Zitrone mit dazu getan. Zitrone, die nachher aus dem Backofen raus, schmeckt auch ganz lecker und das Aroma kommt noch besser raus. Das habe ich mal vom Koch gelernt. Also das waren jetzt 10 Minuten, war das jetzt gerade in der Heißluftfritteuse drin. Und da hast du einfach einen schnellen Snack mal gemacht. So kannst du ganz einfach wunderbare Gerichte in der Heißluftfritteuse für 2 Personen zubereiten. Ich hoffe, mein kleines Tagesresümee, angefangen vom Frühstück mit den Brötchen bis hin jetzt hier zu dem kleinen Snack, hat dir gefallen? Kurze Rückmeldung, Abo, Like, würde mich freuen und ich wünsche dir einen wunderschönen Tag und lass dir es gut gehen und gut schmecken.